Also, für alle, die es nicht wissen, Joscha Bach ist der lebende Sheldon Cooper und er erklärt die gottverdammte Welt. As you've said, you grew up in a forest in East Germany, just as we were talking about off mic. Warum sind diese Untertitel so komisch? Warum ist das so scheiße? Das ist doch nicht normal, oder was? Seit wann ist das so? Warum? 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 Was soll das? Was für ein Scheiß, Junge. Beleuchtung wie im Kino. Macke oder was? Anmerkung. Verpiss dich, Junge. Und jetzt diese Scheiße mit dem Pausemodus. Ich krieg's kurzen. To parents who were artists. And now I think, at least to me, you've become one of the most unique thinkers in the AI world. So can we try to reverse engineer your mind a little bit? What were the key philosophers, scientists, ideas, maybe? Also, es läuft so. Wir gucken jetzt, ne? Und ich werde natürlich so wie immer einfach dazwischen quatschen. Aber es geht hier vor allem darum, dass wenn ihr irgendwas nicht checkt, dann müsst ihr diese Frage stellen, okay? Ihr müsst es machen. Ihr müsst aktiv im Chat teilnehmen. Ja? Das ist der Plan. Even movies or just realizations that had a impact on you when you were growing up that kind of led to the trajectory, or were the key sort of crossroads in the trajectory of your intellectual development? My father came from a long tradition of architects, a distant branch of the Bach family. And so basically he was technically a nerd, and nerds need to interface in society with non-standard ways. Also, der eine ist Joscha Bach, der da gerade redet. Der andere ist Lex Fridman. Das ist eigentlich ein IT-Prof am MIT. Und der hat irgendwann angefangen, Podcasts zu machen. Also, der kennt sich auch aus mit Deep Learning und so. Der ist selber, der forscht sozusagen selber da in diesem Bereich. Machine Learning und so. Sometimes I define a nerd as somebody who thinks that the purpose of communication is to submit your ideas to peer review. And normal people understand that the primary purpose of communication is to negotiate alignment. Also, was meint er hiermit? Nerds sind typischerweise Leute, die einfach sagen, was sie denken und wollen sozusagen einen echten Response haben von Menschen und erwarten einen echten Response, einen ehrlichen. Zum Zwecke des Erkenntnisgewinns. Das ist das, was er sagt, was Nerds machen. Und normale Menschen machen das nicht. Normale Menschen machen das, reden miteinander, um Alignment zu erzeugen. Sprich, sich über eine Zielfunktion oder über ein gemeinsames Ziel zu synchronisieren. No? And these purposes tend to conflict, which means that nerds have to learn how to interact with society at large. Who's the reviewer? Und das ist die typische Antwort, die man von Joscha Bach kriegt, okay? Ich habe jetzt übelst lange dafür gebraucht, euch das zu erklären, und er packt es einfach nur in kompakte Worte. Und die sind halt immer übelst treffsicher. Und es spielt überhaupt keine Rolle, was man Joscha Bach fragt, man kriegt immer solche Antworten. Das ist so geil. In the nerd's view of communication. Everybody who you consider to be a peer. So whatever hapless individual is around, well, you would try to make him or her the gift of information. Okay. Er twittert ganz viel, aber er hat auch eine Homepage. Ich weiß bloß nicht, ob er die noch pflegt. Aber er schreibt garantiert auch was, ja. Kann ich mir schon vorstellen. So you're now, by the way, my research malinformed me. So you're architect or artist? Or do you see So those he two as the did same? study architecture, but basically my grandfather made the wrong decision. He married an aristocrat and was drawn into the war, and he came back after 15 years. So basically my father was not
parented by a nerd, by somebody who tried to tell him what to do and expected him to do what he was told. Yeah. And he was unable to. He's unable to do things if he's not intrinsically motivated. So in some sense, my grandmother broke her son. And her son responded by, when he became an architect, to become an artist. So he built Hundertwasser architecture, he built houses without right angles, he built lots of things that didn't work in the more brutalist traditions of Eastern Germany. And so he bought an old watermill, moved out to the countryside, and did only what he wanted to do, which was art. Eastern Germany was perfect for boheme because you had complete material safety. Food was heavily subsidized, healthcare was free. You didn't have to worry about rent or pensions or anything. So it's the socialized communist side of Yes. Germany. And the other thing is it was almost impossible not to be in political disagreement with your government, which is very productive for artists. So everything that you do is intrinsically meaningful because it will always touch on the deeper currents of society, of culture and be in conflict with it. And Ist witzig, ne? Ist ja klar, wenn man in so einer Stasi-Scheißwelt lebt, wo alles komplett nach irgendwelchen moralistischen Doppelstandards gelebt wird, ne? Also eine Geschichte, die auf dem Zettel steht und jeder weiß, dass sie Müll ist, weil es alles Propaganda ist und jeder weiß das. Das ist natürlich ein perfektes Setting, weil alles, was man dann tut, quasi eine Rebellion gegen sowas ist und für einen Künstler sozusagen eine perfekte Quelle von kreativen Ideen. Ne? Weil man permanent mit Dingen auseinandergesetzt ist, die sind komplett bescheuert. Joscha Bach hat eine sehr fundierte Meinung zu diesem Thema. Ist nicht einfach einzuordnen. Ich fand in dem aktuellen 3. Gespräch das Ende besonders aufschlussreich. Aber da kommen wir ja erst sehr spät hin. Ich will da jetzt auch nicht weiter spoilern. Wir gehen jetzt wirklich. Das Schöne ist, Joscha Bach in Talks kann man sich immer noch mal reinziehen. Ich habe damit überhaupt kein Problem, mir mit euch noch mal anzugucken, weil ich immer wieder was dabei lerne. Und irgendwann, in einem halben Jahr, kommen wir wahrscheinlich beim letzten Teil an, in der letzten halben Stunde oder so. Und da erzählt er so Sachen, die wirklich aufschlussreich sind. Über seine Einstellung zu zum Beispiel Selbstverwaltung. tension with it, and you will always have to define yourself with respect to this. So what impact did your father, this outside the box thinker, against the government, against the world artist, have He was an impact in actually your life? not a thinker. He was somebody who only got self-aware to the degree that he needed to make himself functional. So in some sense, he was also in the late 1960s, and he was in some sense a hippie. So he became a one-person cult. He lived out there in his kingdom. He built big sculpture gardens and started many avenues of art and so on, and convinced a woman to live with him. She was also an architect, and she adored him and decided to share her life with him. And I basically grew up in a big cave full of books. I'm almost feral, and I was bored out there. It was very, very beautiful, very quiet, and quite lonely. So I started to read, and by the time I came to school, I've read everything until 4th grade and then some. And there was not a real way for me to relate to the outside world. And I couldn't quite put my finger on why. And today I know it was because I was a nerd, obviously, and I was the only nerd around. So there were no other kids like me. And there was nobody interested in physics or computing or mathematics and so on. And this village school that I went to was basically a nice school. Kids were nice to me. I was not beaten up, but I also didn't make many friends or build deep relationships. That only happened starting from 9th grade when I went into a school for mathematics and physics. Do you remember any key books from this moment? Yes, I basically read everything. So I went to the library and I worked my way through the children's and young adult sections, and then I read a lot of science fiction. For instance, Stanislav Lem. Natürlich Stanislav Lem, was sonst? Ich meine, ist doch klar. The great author of cybernetics, has influenced me. Back then, I didn't see him as a big influence because everything that he wrote seemed to be so natural to me. It's only later that I contrasted it with what Genau, other people wrote. Stanislav Lem, ja. Ja, diese Untertitel sind schon bescheuert, ne? Aber ja, so ist es halt. Google wird nicht viel Ressourcen investieren in diese Sprachmodelle, die hier sozusagen mehr oder weniger die Audiosignale in Text umwandeln.
another thing that was very influential on me were the classical philosophers and also the literature of Romanticism, so German poetry and art, Droste Hülshoff and Heine and up to Hesse and so on. And Hesse, I love Hesse. So, at which point do the classical philosophers end? At this point, we're in the 21st century. What's the latest classical philosopher? Does this stretch through even as far as Nietzsche, or are we talking about Plato and Aristotle? I think that Nietzsche is the classical equivalent of a shit poster. And... So so he's very classical smart troll. and easy to Okay. read, and but he's not so much trolling others. He's trolling himself because he was at odds with the world. Largely, his romantic relationships didn't work out. He got angry, and he basically became a nihilist. And Ja. Isn't that Deswegen stehen auch die ganzen Incels so auf diesen Schwachsinn. isn't that a beautiful way to be as an intellectual? Is to constantly be trolling yourself, to be in that conflict and in that No, the I think it's a tension. lack of self-awareness. At some point, you have to understand the comedy of your own situation. If you take yourself seriously and you are not functional, it ends in tragedy, as it did for Nietzsche. Na klar. You think he took himself too seriously in that tension. Ja, voll. And as you find the same thing. Und das ist das, was man bei diesen ganzen rechten Volllappen im Internet auch sieht. Ja? Nein, für die ist das Leben wirklich ein Todeskampf des Todes. Und die haben keinen Spaß mehr im Leben. Es ist ganz furchtbar. Thing in Hesse and so on, this Steppenwolf syndrome is classic adolescence, where you basically feel misunderstood by the world and you don't understand that all the misunderstandings are the result of your own lack of self-awareness, because you think that you are a prototypical human and the others around you should behave the same way as you expect them based on your innate instincts, and it doesn't work out. Ja, and you become exakt, ne? Das ist quasi First Level, First Order, ich denke über die Welt nach und check nicht, dass ich selber vielleicht gar nicht mal so toll bin, schließe aber von mir auf andere und bin ständig davon offended, dass sich Leute nicht so verhalten, wie ich glaube, dass sie sich verhalten sollten. Ne, das ist eigentlich so eine kindische Herangehensweise, die aber viele Erwachsene immer noch haben, und dank unserem Medienkonsum sind sie auch grundsätzlich infantilisiert und haben keine mentale Kapazität, über sowas nachzudenken. Become a transcendentalist to deal with that. And so it's very, very understandable and have great sympathies for this, to the degree that I can have sympathy for my own intellectual history. But you have to grow out of it. So as an intellectual, a life well lived, a journey well traveled is one where you don't take yourself seriously. From your No, I perspective. think that you are neither serious or not serious yourself, because you need to become unimportant as a subject. That is, if you are a philosopher, belief is not a verb. Yeah. You don't do this for the audience, and you don't do it for yourself. You have to submit to the things that are possibly true, and you have to follow wherever your inquiry leads, but it's not about you. It has nothing to do with you. So do you think then people like Ayn Rand believed sort of in the idea of there's objective truth? So what's your sense in the philosophical, if you remove yourself that's objective from the picture, you think it's possible to actually discover ideas that are true, or are we just in a mesh of relative concepts that are neither true nor false? It's just a giant mess. You cannot define objective truth without understanding the nature of truth in the first place. So what does the brain mean by saying that it discovers something as truth? So for instance, a model can be predictive or not predictive. Right. Then there can be a sense in which a mathematical statement can be true because it's defined as true under certain conditions. So it's basically a particular state that a variable can have in a simple game. Ja, ich bin mittlerweile auch auf diesem Trichter, dass Wahrheitsgehalt emergiert. Und zwar immer erst daraus, was wir für Axiome anlegen, damit wir dann daraus Beweise konstruieren können. Ja, also wie in der formalen Logik sozusagen das schon bekannt ist. Formale Logik ist ja genau das. Man hat ein formales System mit einem Set von Axiomen, und dann kann man innerhalb von diesem formalen System Aussagen beweisen. Ja, das hängt aber davon ab, was man für Axiome vorausgesetzt hat. And then you can have a correspondence between systems and talk about truth, which is again a type of model correspondence. And there also seems to be a particular kind of ground truth. So for instance, we are confronted with the enormity of something existing at all, right? That's
stunning when you realize something exists. Right. Schade, dass Zoroaster nicht hier ist. Er denkt nämlich gerade die ganze Zeit über Essenz und Existenz nach. Habe ich mir sagen lassen. Than nothing. And this seems to be true, right? There's an absolute truth in the fact that something seems to be happening. Yeah, that to me is a showstopper. I could just think about that idea and be amazed by that idea for the rest of my life and not go any farther because I don't even know the answer to that. Why does anything exist at all? Well, the easiest answer is existence is the default, right? So this is the lowest number of bits that you would need to encode this. Whose answer? Who provides the simplest answer simplest to this answer. is that existence is the default. What So- about non-existence? I mean, that seems... Non-existence might not be a meaningful notion in this sense. So Yeah. in some sense, if everything that can exist exists, for something to exist, it probably needs to be implementable. The only thing that can be implemented is finite automata, so maybe the whole of existence is the superposition of all finite automata, and we are in some region of the fractal that has the properties that it can contain us. Ist das schön? Das ist reine Poesie, oder? Habt ihr das verstanden jetzt? Mal, also, erstmal, Existence ist der Default. Und es ist halt so, es können nur Sachen, also, er postuliert jetzt, sagen wir mal, es können nur Sachen existieren, die man berechnen kann, ne? Computation, quasi. Er hat es Finite Automata genannt, ne? Also, sowas wie Turing-Maschinen, die irgendwann fertig werden, die ein Halteproblem lösen und so, also eine endliche Berechnung ausführen, die terminiert irgendwann. Und das ist das, was wir beobachten können, ne? Und jetzt ist es so, er hat jetzt auch noch gesagt, dass, also Fraktale sind ja gerade diese selbstähnlichen Objekte, mathematische Objekte, die sozusagen infinite scalen, rein und raus. Und er sagt gerade, wir sind gerade in so einem Teil der Realität, wo wir überhaupt entstehen können. Also wo es sozusagen Finite Automata, also Algorithmen geben kann, die implemented werden können. Also implementable heißt abbildbar auf einen Algorithmus, mehr oder weniger, der dann in dieser sozusagen in einer Existenz überhaupt entstehen kann. In einem Teil des Universums, wo das möglich ist. Ja, und wo es möglich ist, da passiert es auch. Ne, das ist sozusagen das ist im Prinzip verklausuliert, das, was Evolution auch sagt. Ne? So lange würfeln mit allen möglichen Kombinationen und es bleibt nur das übrig, was auch möglich ist. Es bleibt nur das übrig, was möglich ist. Physikalisch gesehen. Ne, weil ja die Physik sozusagen eine ganz klare Richtung vorgibt, in die sich Prozesse nun mal entwickeln. Sie sind determiniert, computable. Beides zusammen. What does it mean to be a superposition of finite? So superposition of all possible rules. Imagine that every automaton is basically an operator that acts on some substrate, and as a result, you get emergent patterns. What's the substrate? I have no idea to know. So it's basically some substrate. It's something that can store information. Something that can store information. There's automaton. Something that can hold state. Still, doesn't make sense to me the why that exists at all. I could just sit there with a beer or a vodka and just enjoy the fact, pondering the why. May not have a why. This might be the wrong direction to ask into this. So there could be no relation in the why direction without asking for a purpose or for a cause. It doesn't mean that everything has to have a purpose or a cause, right? Ja. So we mentioned some philosophers. Das ist sozusagen eine völlig Fühli-Bauchi Herangehensweise zu glauben, dass es sozusagen ein Wieso und ein Warum gibt, ne? Es ist eher einfach, weil es physikalisch möglich ist, passiert es. Das ist das, was wir beobachten können, ne? Und aus der Emergenz mit dem Evolutionsdruck leiten wir später sowas wie Funktionen und Gründe und sowas ab. Ne? Das sind aber emergente Properties. Ne? Die sind nicht vorher gewollt und es gibt keinen zentralen Architekten, der sich das überlegt hat. Not really just taking a brief step back into that. Okay, so we asked ourselves, when did classical philosophy end? I think for Germany it largely ended with the First Revolution. That's basically when Which one was that? This was when we ended the monarchy,
and started a democracy. And at this point, we basically came up with a new form of government that didn't have a good sense of this new organism that society wanted to be, and in a way it decapitated the universities. So the universities went on through modernism like a headless chicken. At the same time, democracy failed in Germany and we got fascism as a result. Yeah. And it burned down things in a similar way as Stalinism burned down intellectual traditions in Russia. And both Germanys have not recovered from this. Mr. Chicken Poop, dafür haben wir keine Zeit. Und wir machen hier Joscha Bach heute. Eastern Germany had this vulgar dialectic materialism, and Western Germany didn't get much more edgy than Habermas. So in some sense, both countries lost their intellectual traditions, Habermas and zu killing Hamas off and übersetzt. driving out the Jews didn't help. Yeah, so that was the end. That was the end of really rigorous, what you would say is classical philosophy. There's also this thing that, in some sense, the low-hanging fruits in philosophy were mostly wrapped. Ja. And Das ist auch meine Einschätzung. Ne? Philosophie ist irgendwann so, ja. Und ich sehe es ein bisschen so mit Physik auch. Physik dreht sich seit Jahrzehnten nur noch im Kreis. Ne? Da kommt jetzt nichts mehr, da kommen nur noch inkrementelle Verbesserungen. Ja, ich meine, wir haben die Gleichungen da. Wir wissen, wie das Universum im Prinzip funktioniert, so im Wesentlichen, nicht ganz. Ne? Wir haben die Sache mit der dunklen Materie noch nicht gecheckt und so. Aber ja, da ist nicht mehr viel Progress zu holen. Mehr Progress ist jetzt zum Beispiel in den Kognitionswissenschaften und im Machine Learning und so. Da können wir noch was rauskitzeln. Viel mehr. Da können wir viel größere Sprünge machen an Erkenntnisgewinn, die dann vielleicht auch wieder zurückreichen. Na, weil die uns ja auch was sagen über das Universum. Über die Computability zum Beispiel von Sachen, die wir beobachten können. Fridman, der hat eigentlich eine relativ gute Art und Weise, finde ich, so ein bisschen wie Thilo Jung Fragen zu stellen. So auf eine gewisse Art und Weise naiv, aber nicht zu blöd. So dass immer ein relativ guter Gesprächsflow stattfindet. Ich finde, der wirft den Leuten, die er interviewt, wirklich gute Brocken hin. Also ich finde, der macht das gut. Ja, und Joscha Bach sagt jetzt hier, okay, Philosophie hat halt am Anfang richtig viel gebracht und dann ist auch da diminishing returns. Ne? Also es wird immer weniger neuer, interessanter Output, der noch irgendwie wichtig ist oder Relevanz hat für weiteren Progress in der menschlichen Gesellschaft. The last big things that we discovered was the constructivist turn in mathematics. So to understand that the parts of mathematics that work are Gödel halt, computation. Ne? Mhm. That was a very significant discovery in the first half of the 20th century. And it hasn't fully permeated philosophy and even physics yet. So physicists checked out the code libraries for mathematics before constructivism became universal. Ja, und also was er damit meint ist, bevor Gödel da war, gab es diesen Unterschied nicht. Es gab einfach nur Riemann-Integrale und so und es gab alles schön kontinuierliche Mathematik und irgendwelche Integralzeichen und es gab ständig Unendlichzeichen da drin und so, aber das ist nichts, was man implementen könnte. Ne? Das ist Computation, die man nicht computen kann. Sind alles unendlich lang ablaufende Funktionen, wenn man es genau machen will. Und in echt machen wir nie irgendwas 100% exakt, sondern wir berechnen immer irgendwo ab und berechnen Dinge nur bis zu einer Schwelle von Genauigkeit, die uns interessiert. Das heißt, wir brechen ab. Wir lösen das Halteproblem, indem wir einfach anhalten. Und Gödels Erkenntnis, also das wird er jetzt bestimmt gleich noch erklären, ne, hat sozusagen diesen Break gemacht. Und die Physik hat aber das Problem, dass wir zum Beispiel in der normalen Elementarteilchentheorie irgendwelche Propagatoren rumreichen und irgendwelche, wie hieß denn das? Wie heißt denn das Problem, dass man da mit diesen Unendlichkeiten ständig hat? Es ist schon so lange her, dass ich es nicht mehr weiß. Renormalisierungstheorie oder so? Dass man immer wieder renormalisieren muss, um die Unendlichkeiten wegzukriegen in den Gleichungen, weil man sonst damit nicht hantieren kann. Und das passiert schon bei einfachen Propagatoren, also bei einfachen Streuprozessen von Elementarteilchen und so. Und solche Probleme treten aber immer mal wieder überall auf, auch so in irgendwelchen Feldtheorien und so. Und er sagt gerade,
die Physik hat sich die Code-Library der Mathematik geholt, bevor die Erkenntnis mit der Computable Mathematik, also mit der konstruktiven Mathematik, die auf endlichen Berechnungen aufbaut, bevor dieser Schnitt kam, der gesagt hat, so, es gibt hier diese Symbolsprache, die benutzt die Mathematik, aber eigentlich die Realität beschreibt nur der Teil der Mathematik, der vollständig ist. Und was vollständig bedeutet, das hat der Gödel'sche Unvollständigkeitssatz quasi herausgearbeitet für uns. Und da kommt im Prinzip dann raus, dass diese ganze Mathematik, die so schön ist, die unendliche Berechnungen mit drin hat, dass die nicht funktioniert und nicht konsistent ist. In sich geschlossen. Sondern Sätze beinhaltet, die man nicht beweisen kann. Und ja, das ist sozusagen der Shit. Ne? Und das Problem hat die Physik in dem Sinne auch. Weil sie das geerbt hat. Sie hat das geerbt, weil sie die Sprache der Mathematik vor Gödel immer noch benutzte. Und hat noch kein Systemupdate quasi gemacht. What's constructivism? What are you referring to? Gödel's incompleteness theorem, Yes. those kinds So of ideas. basically, Gödel himself, I think, didn't get it yet. Hilbert could get it. Hilbert saw that, for instance, Cantor's set theoretic experiments in mathematics led into contradictions, and he noticed that with the current semantics, we cannot build a computer in mathematics that runs mathematics without crashing. Right. And Gödel could prove this. And so what Gödel could show is using classical mathematical semantics, you run into contradictions. And because Gödel strongly believed in these semantics and more than in what he could observe and so on, he was shocked. Ja, Gödel ist im Prinzip wahnsinnig geworden. Er wollte beweisen, dass die Mathematik in sich konsistent ist und hat bewiesen, dass sie es nicht ist. Und er hat auch genau herausgearbeitet, ab welchem Punkt das passiert. Und er konnte mit diesem Ergebnis nicht umgehen und war davon so gekränkt, dass er wahnsinnig geworden ist. Er dachte dann auch immer, dass der Geheimdienst ihn umbringen wollte und so. Der ist völlig paranoid geworden, der Typ. Er hat auch einen kleinen Auftritt beim Oppenheimer-Film. Wenn ich mich richtig erinnere. Könnte man sagen, die Natur kennt keine ganzen Zahlen? Doch, na klar. Ganze Zahlen existieren. Tatsächlich ist es sogar so, also du meinst jetzt vor allem negative Zahlen, oder was? Doch, die braucht man schon. Und die kann man sich auch, also einfach im Sinne eines Koordinatensystems vorstellen. Da gibt es vor und zurück. Das heißt, die Minusrichtung muss existieren. Aber man kann es auf also die ganzen Zahlen kann man auf natürliche Zahlen abbilden. Das heißt, es gibt eine eindeutige Abbildung zwischen natürlichen und ganzen Zahlen und deswegen spielt es keine Rolle. In der Natur ist das okay. Nee, es ist genau andersrum. 0,9 Periode 9 existiert nicht. Das existiert deswegen nicht, weil da keine Zahl mehr dazwischen passt, zwischen diese Zahl und die 1. Das heißt, sie sind identisch. Und wenn etwas identisch ist, dann ist es nur noch ein Zeichenunterschied, aber es ist kein echter Unterschied. Es ist das gleiche. Demzufolge könnte man eigentlich auch salopp sagen, 0,9 Periode 9 existiert nicht. Basically shook his world to the core because in some sense he felt that the world has to be implemented in classical mathematics. Yes. And for Turing, it wasn't quite so bad. I think that Turing could see that the solution is to understand that classical mathematics was computation all along, which means for instance, pi in classical mathematics is a value. Yes. It's also a function, but it's the same thing. And in computation, a function is only a value when you can compute it. And if you cannot compute the last digit of pi, you only have a function. You can plug this function into your local sun, you let it run until the sun burns out. This is it. This is the last digit of pi you will know. But it also means that there can be no process in the physical universe or in any physically realized computer that depends on having known the last digit of pi. Yes. Which means there are parts of physics that are defined in such a way that cannot strictly be true, because assuming that this could be true leads into contradictions. So I think putting computation at the center of the world view is actually... Ja, also man rennt immer in Troubles, wenn man Mathematik benutzt, die diese Syntax implizit voraussetzt. Dass man Grenzwerte zum Beispiel, die man eigentlich nicht computen kann, als Zahl definiert. So wie Pi. Pi ist aber eine Funktion. Das heißt, man muss irgendwo abbrechen.
Na, das ist das, was er gerade sagt. Wenn man also jetzt eine Sprache entwickelt, in der Pi eine Zahl ist und man braucht das ganz dringend, dann dann ist die daraus resultierende Theorie und das Gebäude, was man sich darauf konstruiert, nicht widerspruchsfrei. Actually, the right way to think about it. Yes. And Wittgenstein could see it. And Wittgenstein basically preempted the logicist program of AI that Minsky started later, like 30 years later. Turing was actually a pupil of Wittgenstein. And Really? So yeah. I didn't know there's any connection between Yeah, Turing yeah. and And Wittgenstein. Wittgenstein even canceled some classes when Turing was not present because he thought it was not worth spending the time on Oh, with the others. Interesting. And if you read the Tractatus, it's a very beautiful book, like basically one thought on 75 pages. It's very non-typical for philosophy because it doesn't have arguments in it and it doesn't have references in it. It's just one thought that is not intending to convince anybody. He says it's mostly for people that had the same insight as me. Just spell it out. And this insight is there is a way in which mathematics and philosophy ought to meet. Mathematics tries to understand the domain of all languages by starting with those that are so formalizable that you can prove all the properties of the statements. Genau, also ganz einfache Sachen, ne? Sachen, die so rudimentär runterbrechbar sind, dass man sie beweisen kann. Das trifft nur auf die trivialsten und einfachsten Dinge zu, die so einfach sind, dass wir sie oft in der Welt gar nicht finden. So einfach, ne? Das ist das, was erstmal in der Mathematik losgeht. Und das ist ja schon kompliziert genug, ne? Und was wir hier haben, die Heuristiken und die Realität, die ist viel komplizierter. Deswegen brauchen wir sozusagen Fuzzy Logic und einfachere Sachen wie zum Beispiel Sprache, um sie noch ausreichend zu beschreiben. Ne, weil mit Quantenmechanik kann man diese Flasche Bier hier schon nicht mehr beschreiben. Das ist zu anstrengend. Das ist natürlich theoretisch möglich, aber es ist einfach nicht feasible. Es ist einfach nicht machbar. That you make. But the price that you pay is that your language is very, very simple. So it's very hard to say something meaningful in mathematics. Yes. And it looks complicated to people, but it's far less complicated than what our brain is casually doing all the time. Yeah. It makes sense of reality. That's right. And philosophy is coming from the top. So it's mostly starting from natural languages with vaguely defined concepts. And the hope is that mathematics and philosophy can meet at some point. And Wittgenstein was trying to make them meet. And he already understood that, for instance, you could express everything with the NAND calculus, that you could reduce the entire logic to NAND gates as we do in our modern computers. Mm-hmm. So in some sense, he already understood Turing universality before Turing spelled it out. I think when he wrote the Tractatus, he didn't understand yet that the idea was so important and significant. And I suspect then when Turing wrote it out, nobody cared that much. Turing was not that famous when he lived. It was mostly his work in decrypting the German codes that made him famous or gave him some notoriety. But this saint status that he has to computer science right now and AI is something that I think he could acquire later. That's kind of interesting. Mm-hmm. Do you think of computation and computer science, and you kind of represent that to me, as maybe that's the modern day. You, in a sense, are the new philosopher by sort of the computer scientist who dares to ask the bigger questions that philosophy originally started. Is the new philosopher? Certainly not me, I think. I'm mostly still this not, child that grows up in a very beautiful valley and looks at the world from the outside and tries to understand what's going on. And my teachers tell me things and they largely don't make sense. Right. So I have to make my own models. I have to discover the foundations of what the others are saying. I have to try to fix them, to be charitable. I try to understand what they must have thought originally, or what their teachers or their teachers' teachers must have thought until everything got lost in translation, and how to make sense of the reality that we are in. And whenever I have an original idea, I'm usually late to the party by, say, 400 years. And the only thing that's good is that the parties get smaller and smaller the older I get and the more I explore. The parties get smaller? Ja. Man könnte auch sagen, habe ich jetzt schon oft gehört, diesen Spruch, alles wurde schon mal gesagt, bloß noch nicht von jedem. Ne? Und so geht's mir auch ständig. Ich habe irgendwelche Ideen und Sachen und denke, ja krass. Und irgendwann stellt sich raus, ein paar Jahre später, natürlich hat es schon mal irgendwo vor 200 Jahren jemand hingeschrieben und diesen Gedanken schon mal gehabt. Und ein anderes Wort dafür gehabt und so. And more exclusive. And more exclusive. So it seems like one of the key qualities of your upbringing was that you were not tethered, whether it's because of your parents or in general, maybe you're something within your mind, some genetic material, that you were not tethered to the ideas of the general populace, which is actually a unique property. We're kind of
Hat er ja schon gesagt, er ist ein Nerd. Er ist einfach, das hat er ja gleich am Anfang gesagt, ne? Das ist wichtig, das muss man wissen. You know, the education system in whatever form, not education system, just existing in this world forces a certain sets of ideas onto you. Can you disentangle that? Why are you not so tethered? Even in your work today, you seem to not care about perhaps a best paper in Europe's, right? Being tethered to particular things that current today in this year people seem to value as a thing you put on your CV and resume. Ja, weil er weiß, dass das Müll ist. Er weiß, dass es oberflächlicher Schwachsinn ist. Und er fährt ganz gut damit, ne? Er fährt ganz gut damit, irgendwie nicht drauf abzufahren auf diesen Schwachsinn. Ne, er hat sich ja jetzt auch, er hat ja bei Intel gekündigt und ist jetzt erstmal ein Jahr lang auf Reise. Er hat keinen Bock für Intel weiterzuarbeiten. You're a little bit more outside of that world, outside of the world of ideas that people are especially focusing, the benchmarks of today, the things. Can you disentangle that? Because I think that's inspiring. And if there were more people like that, we might be able to solve some of the bigger problems that sort of AI dreams to solve. There's a big danger in this because, in a way, you are expected to marry into an intellectual tradition and within this tradition into a particular school. If everybody comes up with their own paradigm. Nee, er hat überhaupt keine Zeit. Das ist ja das Ding. Er ist nur am Atzen. Er ist ja ständig irgendwo eingeladen und macht ständig irgendwas. Er will ja jetzt sein AI-Lab gründen. Und er überlegt ja jetzt schon seit über einem Jahr, wo er das macht. Ob es in Silicon Valley ist oder in Deutschland. Und wenn, dann wo? Berlin? Oder vielleicht doch einfach seine Heimat irgendwo in Weimar in der Nähe? Oder in München? So. Oder Baden-Württemberg? Er überlegt das halt. Und er hat natürlich immer eine volle Inbox. Er wird ständig vollgeschrieben und vollgetextet von Nerds, so wie mir, die sagen, Joscha Bach, ich liebe dich. Du musst auf Senpai Notice Me und so die ganze Zeit. Also es ist echt heftig. Times, the whole thing is not cumulative as an enterprise, right? So in some sense, you need a healthy balance. You need paradigmatic thinkers and you need people that work within given paradigms. Basically, scientists today define themselves largely by methods. And it's almost a disease that we think as a scientist, somebody who was convinced by their guidance counselor that they should join a particular discipline, and then they find a good mentor to learn the right methods, and then they're lucky enough and privileged enough to join the right team, and then their name will show up on influential papers. But we also see that das ist traurig, ne? Aber das ist tatsächlich etwas, was sozusagen die formalisierte Herangehensweise suggeriert, wenn man in diesen Apparat einmal reinrutscht und da verstoffwechselt wird als junger Wissenschaftler. There are diminishing returns with this approach. Yeah. And when our field, computer science and AI started, most of the people that joined this field had interesting opinions. And today's thinkers in AI either don't have interesting opinions at all, or these opinions are inconsequential for what they're actually doing. Because what they're doing is they apply the state-of-the-art methods with a small epsilon. Ja, man nennt es inkrementelle Verbesserung. Und das sieht man überall in der Industrieforschung besonders, weil große Risiken eingehen, das will niemand. Da gibt es auch wenig Pools dafür, dass man da Kohle kriegt für die Forschung. Es reicht, wenn man ein paar Prozent oben drauf packt und ein neues Paper schreiben kann. Dann sind alle zufrieden, dann ist das Management zufrieden und dann sind alle cool. Sie müssen sich nur gegenseitig die Geschichte in Form von Zetteln erzählen können, dass es vorangeht. Und das wird immer weniger, ne? Da ist immer diminishing returns. Es wird immer weniger Progress. Ab und zu ploppt mal so ein Paper auf, wie Attention is all you need, und dann explodiert wieder was, weil sich quasi wieder Märkte erschließen, in denen die ersten inkrementellen Vorteile noch groß sind, die man noch macht. Aber dann nimmt es immer wieder weiter ab. Ne? So wie bei allen Wachstumsprozessen auf Märkten oder so, wo immer eine Sättigung eintritt irgendwann. This is often a good idea if you think that this is the best also in Physik zum Beispiel, wir brauchen einfach einen neuen Einstein. Wir brauchen nochmal jemanden, der wirklich outside of the box denkt und mal eine Idee hat, wie es jetzt weitergeht. Weil das, was wir jetzt seit 40, 50 Jahren sehen, ist nichts. Ne? Es geht da nicht voran. Null. Also ich sehe da nichts.
progress. And for me, it's first of all very boring. If somebody else can do it, why should I do it? Right? Yes. If the current methods of machine learning lead to strong AI, why should I be doing it? Right? I will just wait until they're done and wait until they do this on the beach, or read interesting books or write some and have fun. But if you don't think that we are currently doing the right thing, Mhm. if we are missing some perspectives, then it's required to think outside of the box. It's also required to understand the boxes. Ja. But it's necessary to understand what worked and what didn't work and for what reasons. So you have to be willing to ask new questions and design new methods whenever you want to answer them. And you have to be willing to dismiss the existing methods if you think that they're not going to yield the right answers. It's very bad career advice to do that. Ja. So Genau. maybe to briefly stay for one more time in the early days, when would you say for you was the dream, before we dive into the discussions that we just almost started, when was the dream to understand or maybe to create human level intelligence born for you? I think that you can see AI largely today as advanced information processing. If you would change the acronym of AI into that, most people in the field would be happy. Ja, das ist ja, ich sage auch immer, im Deutschen ist es die unglücklichste Übersetzung überhaupt. Künstliche Intelligenz, weil sich dann immer alle sofort vorstellen, da ist ein Roboter und der ist schlau oder so. Es heißt einfach nur automatische Datenverarbeitung. It would not change anything what they're doing. We're automating statistics, and many of the statistical models are more advanced than what statisticians had in the past. And it's pretty good work. It's very productive. And the other aspect of AI is philosophical project. And this philosophical project is very risky, and very few people work on it, and it's not clear if it succeeds. So first of all, let's listen. You keep throwing sort of a lot of really interesting ideas, and I have to pick which ones we go with. But sort of first of all, you use the term information processing, just information processing, as if it's the mere, it's the Nein, ich kenne nicht die De Novo Vorhersage. muck of existence, as if it's the epitome of like that the entirety of the universe might be information processing, Yes. that consciousness, the intelligence might be information processing. So that maybe you can comment on if the advanced information processing is. Ich bin ja wirklich nicht belesen, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Ich erzähle vielleicht interessantes Zeug oder so oder habe vielleicht auch kreative Ideen. Aber ich habe wirklich keine Zeit in meinem Leben investiert, irgendwas gelesen zu haben. Es ist wirklich ganz wenig nur, was ich in meinem Leben aufgesammelt habe, weil ich einfach viel zu viel Diablo gezockt habe und Warcraft 3 und so. Und ich habe auch viel gesoffen, wirklich. Is a limiting kind of realm of ideas. And then the other one is, what do you mean by the philosophical project? So I suspect that general intelligence is the result of trying to solve general problems. So intelligence, I think, is the ability to model. It's not necessarily goal-directed rationality or something. Many intelligent people are bad at this. But it's the ability to be presented with a number of patterns and see a structure in those patterns and be able to predict the next set of patterns. Ja. Right? To make sense of things. And some problems are very general. Usually intelligence serves control. So you make these models for a particular purpose of interacting as an agent with the world and getting certain results. But it's the intelligence itself is in the sense instrumental to something, but by itself, it's just the ability to make models. Ja. And some of the problems are so general that the system that makes them needs to understand what itself is and how it relates to the environment. So as a child, for instance, you notice you do certain things despite you perceiving yourself as wanting different things. So you become aware of your own psychology. You become aware of the fact that you have complex structure in yourself and you need to model yourself, to reverse engineer yourself, to be able to predict how you will react to certain situations and how you deal with yourself. Ja, zum Beispiel, wenn ich mit der Hand auf die Herdplatte drauf, dann tut das weh. Ne? Sowas meint er auch schon. In relationship to your environment. And this process, if you reverse engineer yourself and your relationship to reality and the nature of a universe that can contain you, if you go all the way, this is basically. Jetzt geht's aber wirklich los. Also, Imp ist ens bestens. Wir wissen es alle. Aber 350 Leute
die jetzt hier spät nachts sich Joscha Bach mit uns reinziehen. Viel Spaß. Was wir anfangen wollen, ist, wir wollen alle 3 Teile Lex Fridman von Joscha Bach gucken. Und ich werde sie wahrscheinlich in halbe Stunden oder Dreiviertelstunden Blöcke einteilen und dann nach und nach mit den Leuten im Twitch gucken. Und die Idee ist, wir gucken das zusammen und ich übersetze immer die schwierigen Sachen, die Joscha Bach so sagt, weil der sagt so viel. Joscha Bach ist der lebende Sheldon Cooper, meiner Meinung nach. Der krasseste Nerd, den es im Moment gibt auf der Welt. Du schmeißt ihm eine Frage hin und er beantwortet sie dir absolut korrekt. Völlig egal, welche Frage. So. Wir machen weiter. Basically the project of AI, or you could say the project of AI is a very important component in it. The Turing test, in a way, is you ask a system, what is intelligence? If that system is able to explain what it is, how it works, then you should assign it the property of being intelligent in this general sense. So the test that Turing was administering, in a way, I don't think that he couldn't see it, but he didn't express it yet in the original 1950 paper, is that he was trying to find out whether he was generally intelligent. Joscha Bach ist Because in Deutsch. order to take this test, the rub is, of course, you need to be able to understand what the system is sogar. saying. And we don't yet know if we can build an AI. We don't yet know if we are generally intelligent. Ja, also ich habe dieses Statement von ihm schon oft verwendet, ne? Auch in meinem Video über das Alignment-Problem. Er sagt, der Turing-Test stellt nicht die Frage, ob die Person oder der Algorithmus im anderen Raum wirklich Intelligenz ist, sondern er stellt die Frage, ob wir unsere eigene Intelligenz verstanden haben. Und das Alignment-Problem stellt, so wie zum Beispiel das Integrationsproblem, was wir in der Welt haben, im bürgerlichen Duktus, mit Migration und so, das stellt die Frage, ob wir überhaupt Gesellschaft verstanden haben. Worein sollen sich Leute überhaupt integrieren? Haben wir Gesellschaft überhaupt verstanden? Wissen wir, was das bedeutet überhaupt? Wenn wir uns die Frage nicht beantworten können, brauchen wir auch über Integration nicht reden. Und so sehe ich das. Und mit dem Misalignment-Problem sehe ich das auch. Wir haben nicht verstanden, wie Gesellschaft funktioniert oder Kapitalismus. Zumindest wollen insbesondere Kapitalisten das nicht verstehen, wie es funktioniert. Und deswegen haben wir ein Misalignment-Problem. Und zwar zwischen der Zielfunktion, die der Kapitalismus optimieren will, und der Zielfunktion, die Menschen eigentlich optimieren wollen, nämlich sowas wie Überleben. Die Dinger misalignen, ne? Das sind 2 Zielfunktionen, die nicht miteinander einhergehen unbedingt. So ungefähr, ne? And basically, you win the Turing test by building an AI. Yes. So in a sense, hidden within the Turing test is a kind of recursive test. Yes, it's a test on us. Yeah. The Turing test is basically a test of the conjecture whether people are intelligent enough to understand themselves. Okay, but you also mentioned a little bit of a self-awareness and then the project of AI. Do you think this kind of emergent self-awareness is one of the fundamental aspects of intelligence? So as opposed to goal-oriented, as you said, kind of puzzle solving, is coming to grips with the idea that you're an agent in the world. And like I find that many highly intelligent people are not very self-aware, right? So self-awareness and intelligence are not the same thing. And you can also be self-aware if you have good priors, especially, without being especially intelligent. Mhm. So you don't need to be very good at Na, solving. also, wenn er sagt, Intelligenz ist für ihn die Fähigkeit, Models zu machen, dann muss das noch nicht heißen, dass man irgendwie self-aware dafür sein muss. Und man könnte auch Intelligenz so fassen, wie ich bewerte damit, wie gut kann ein Problem gelöst werden. Das könnte ich auch mit Intelligenz identifizieren. Ne? Und ich würde sogar sagen, dass die beide Definitionen möglicherweise Hand in Hand gehen könnten. Aber wir halten uns jetzt mal streng an die Definition, die er gegeben hat. Ne? Intelligence is the ability to make models. Puzzles if the system that you are already implements the solution. But I do find intelligence. So you kind of mentioned children, right? Mhm. Is that the fundamental project of AI? Is to create the learning system that's able to exist in the world. So you kind of drew a difference between self-awareness and intelligence, and yet you said that the self-awareness seems to be important for children. So I call this ability to make sense of the world and your own place in it. So to make you able to understand what you're doing in this world sentient. Ja, die sind auch automatisch generiert, ne? Wir können die auch auf Deutsch machen, na klar.
And I would distinguish sentience from intelligence because sentience is possessing certain classes of models. And intelligence is a way to get to these models if you don't already have them. I see. So can you maybe pause a bit and try to Nach die answer the question Invasion that we just Lied. said we may not be able to answer, and it might be a recursive meta question of what is intelligence? I think that intelligence is the ability to make models. Hat schon gesagt. So models. I think it's useful as examples, very popular now. Neural networks form representations of a large-scale data set. They form models of those data sets. When you say models and look at today's neural networks, what are the difference of how you're thinking about what is intelligent in saying that intelligence is the process of making models? Two aspects to this question. One is the representation. Is the representation adequate for the domain that we want to represent? And the other one is the type of the model that you arrive at adequate? So basically, are you modeling the correct domain? And I think in both of these cases, modern AI is lacking still. And I think that I'm not saying anything new here. I'm not criticizing the field. Most of the people that design our paradigms are aware of that. And so one aspect that we're missing is unified learning. When we learn, we at some point discover that everything that we sense is part of the same object, which means we learn it all into one model. Genau. Wir lernen nicht disjunkt, wie lerne ich Schach spielen und das war's. Sondern wir lernen Schach in der Engine der Realität, in die wir es mit einbetten. Sodass, wenn wir was über Schach lernen, auch zwangsläufig was über die Realität lernen. Na, also nicht jetzt unbedingt große Erkenntnisse oder so, aber es macht einen Unterschied, ne? Die Art und Weise, wie unsere künstlichen Modelle im Moment lernen, ist abgekoppelt von allem anderen. Ne? In disjunkt, da wird die Realität in disjunkte Mengen gesteckt, die nicht miteinander interagieren. Und das ist exakt das, was nicht passiert. Unsere Realität ist emergent. Model, and we call this model the universe. So our experience of the world that we are embedded on is not a secret direct wire to physical reality. Physical reality is a weird quantum graph that we can never experience or get access to. But it has these properties that it can... Exakt. Ne? Wir wissen von der Realität, dass sie aus Quantenmechanik emergiert. Und wir wissen, dass wir davon dass wir Einzelne sozusagen nur einen ganz kleinen Bruchteil des State-Vektors des Universums überhaupt messen. Und wir messen ihn nicht mal direkt, sondern wir messen nur Funktionen davon. Ne? Also die Photonen, die bei uns ankommen, die werden nicht direkt gemessen, sondern wir haben eine Heuristik, die darüber integriert und am Ende uns sowas sagt wie, das sind Farben, hier gibt es irgendwie geometrische Objekte und so. Dass die eigentlich aus Atomen bestehen, das sehen wir ja schon nicht. Wir sehen die Quantenmechanik nicht mal. Ne? Wir sehen nur verschiedene Layer von Error Propagation und Funktionen, die aufeinander abbilden und am Ende kommt sozusagen bei uns ein Input-Signal an und dann versucht unser Gehirn sozusagen das inverse Problem darauf zu lösen. Das ist weit entfernt von dem, was wir eigentlich objektive Realität nennen würden. Und ja, das ist schon mal das Grundproblem, ne? Can create certain patterns at our systemic interface to the world. And we make sense of these patterns, and the relationship between the patterns that we discover is what we call the physical universe. So at some point in our development is Du bleibst lieber auf dem Level der Dreiecke statt Atome? Du meinst, du bist ein alter Platonist? Ja, das ist ein Riesending, ne? Dass Platon wirklich dann dachte, naja gut, dann ist halt alles aus Dreiecken, ne? Aber ja. So ist es halt. Er hatte wirklich nicht die Tools, noch weiter nachzudenken. Platon hat schon viel geschafft. Ich denke, die größte Erkenntnis von Platon ist das Höhlengleichnis. Das ist nämlich nach wie vor true. Ne? Das ist genau das, worum es hier auch gerade geht. Nervous system, we discover that everything that we relate to in the world can be mapped to a region in the same three-dimensional space, by and large. We now know in physics that this is not quite true. The world is not actually three-dimensional, but the world that we are entangled with, at the level which we are entangled with, is largely a flat three-dimensional space.
And so this is the model that our brain is intuitively making. And this is, I think, what gave rise to this intuition of res extensa, of this material world, this material domain. It's one of the mental domains, but it's just the class of all models that relate to this environment. Jetzt wäre das gut, wenn Babsi hier wäre, ne? Die würde das jetzt, die würde das sagen können, was er damit jetzt meint, weil den Begriff checke ich auch nicht. Weiß jemand, was res extensa ist? Das muss irgendein normales philosophisches Konzept sein. Wie gesagt, ich bin komplett ungebildet. This three-dimensional physics engine in which we are embedded. Physics engine in which we're embedded. I love that. Right? Just slowly pause. So, the quantum graph. Aus dem Materiellen heraus, okay. I think you called, which is the real world, which you can never get access to. There's a bunch of questions I want to sort of disentangle that, but maybe one useful one. Lex Fridman muss sich ganz dringend an seinen Kaffeebecher klemmen. Das ist wichtig. Ich kenne Kants Erkenntnistheorie nicht, aber wenn es relevant ist, dann wird es im Laufe der 3 Gespräche, die Joscha Bach mit Lex Fridman geführt hat, drankommen. Also es gibt einen Teil, wo sie nur sich über Philosophen unterhalten, dann gibt es einen Teil, wo sie sich nur über Bewusstseinsforschung unterhalten und andere Mathematiker, die das auch, die andere Ansätze haben, andere Philosophen und so. Und wenn das relevant ist, dann wird es garantiert irgendwann kommen. The basics. Can you talk about what is dualism, what is idealism, what is materialism, what is functionalism, and what connects with you most? In terms of, because you just mentioned there's a reality we don't have access to. Okay. What does that even mean? Ich weiß nicht, ob man das unbedingt kennen muss. Ich habe den Eindruck, dass sich viele Leute darin verheddern, sich übelst viele Bücher von irgendwelchen alten, toten Philosophen drauf zu schaffen. Ich habe beobachtet in meinem Leben, dass ich sehr gut ohne diesen Kram ausgekommen bin. Es ist ja nicht so, dass es mir nicht hilft, manchmal sowas mir drauf zu schaffen. Das kann ja auch super kreativer Input sein, neue Perspektiven und so. Aber es gibt halt einen Fetisch irgendwie, sich übelst viel altes Zeug reinzulesen und dann diese Illusion zu haben, dass man jetzt irgendwie mehr weiß. Die wenigsten Leute, die ich kenne, können dieses Wissen auch tatsächlich anwenden, was sie in diesen Büchern gelesen haben. Nur die wenigsten, die ich kenne, können das. And why don't we get access to it? Aren't we part of that reality? Why can't we access it? So the particular trajectory that mostly exists in the West is the result of our indoctrination by a cult for 2000 years. A cult? Which yes, cult? Oh, the Catholic cult mostly. Yeah. Yes. And for better or worse, right? It has created or defined many of the modes of interaction that we have that has created this society, but it has also in some sense scarred our rationality. Ja, aber a priori und posteriori und so, wisst ihr, ich finde, das sind alles Sachen, die sind intuitiv. Da brauche ich nicht Kant für lesen, da komme ich selber drauf. Und zwar in der 5. Klasse. Das Problem ist, die Leute sind permanent abgelenkt und denken nicht nach. Das ist ein Problem. And the intuition that exists, if you would translate the mythology of the Catholic Church into the modern world, is that the world in which you and me interact is something like a multiplayer role-playing adventure. Yes. And the money and the objects that we have in this world, this is all not real. Or as Eastern philosophers would say, it's Maya. It's just stuff that it appears to be meaningful, and this embedding in this meaning, if you believe in it, is samsara. It's basically the identification with the needs of the mundane, secular, everyday existence. And the Catholics also introduced the notion of higher meaning, the sacred. And this existed before, but eventually the natural shape of God is the Platonic form of the civilization that you're part of. It's basically the superorganism that is formed by the individuals as an intentional agent. And basically the Catholics used a relatively crude... Also, was ich beobachten kann, ist, dass es übelst viele belesene Leute gibt und es hilft niemandem. Sie sind nicht hilfreich. So einfach. Es gibt übelst viele Leute und sie haben übelst viel gelesen und sie sind total weise. Aber es ist nicht hilfreich. Und sie helfen mir auch nicht. Die meisten interessanten Gedanken kriege ich nicht, wenn ich mich mit solchen Leuten unterhalte. Ich kriege die meistens aus mir heraus, wenn ich irgendwo über die Straße gehe und irgendwas beobachte.
mythology to implement software on the minds of people and get the software synchronized to make them walk in lockstep, Das to ist basically get this God online and Das ist gut, to ja. make it efficient. Ne, and also, effective. was er jetzt sagt, sozusagen, die Idee, oder das ist das, was Religion typischerweise macht, weil sie sich so schön zentralisiert anordnet. Alle ziehen sich eine Version der Realität drauf und sind dann synchronisiert und können dann im Gleichschritt zusammen eine Kostenfunktion oder eine Zielfunktion optimieren. Ne? Sie können entlang eines Gradienten gehen und gemeinsam ein Ziel verfolgen. Leider sind Religionen halt total bescheuert und die Zielfunktionen sind immer meistens total bescheuert und natürlich ist es hierarchisch und man kann übelst viel Macht sozusagen erzeugen da drin und das führt zu allen Artefakten, die wir bereits kennen und so. Aber ja, das ist das, was Religionen machen, ne? And I think God technically is just a self that spans multiple brains as opposed to your and myself, which mostly exists just on one brain, right? Yeah. And so in some sense, you can construct a self functionally as a function that is implemented by brains that exists across brains. And this is a God with a small g. That's one of the, if you look, Yuval Harari kind of talking about, this is one of the Yuval nice features of our Harari, brains. ne? It seems to that we can all download the same piece of software, like God in this case, and kind of share it. Yeah, so basically you give everybody a spec, and the mathematical constraints that are intrinsic to information processing make sure that given the same spec, you come up with a compatible structure. Okay, so there's the space of ideas that we all share, and we think that's kind of the mind, but that's separate from the idea is from Christianity from religion is that there's a separate thing between the mind. There is a real world, and this real world is the world in which God exists. God is the coder of the multiplayer adventure, so to speak, and we are all players in this game. And that's dualism. You would say. But so the dualist aspect is yeah. because the mental realm exists in a different implementation than the physical realm. And the mental realm is real. And a lot of people have this intuition that there is this real room in which you and me talk and speak right now. Then comes a layer of physics and abstract rules and so on. And then comes another real room where our souls are. And our true form is the thing that gives us phenomenal experience. And this is, of course, a very confused notion that you would get. And it's the result of connecting materialism and idealism in the wrong way. So, okay, I apologize, but I think it's really helpful if we just try to define terms like what is dualism, what is idealism, what is materialism for people who don't know. So the idea of dualism in our cultural tradition is that there are two substances, a mental substance and a physical substance, and they interact by different rules. And the physical world is basically causally closed and is built on a low-level causal structure. So they're basically a bottom level that is causally closed, that's entirely mechanical. And mechanical in the widest sense. So it's computational. There's basically a physical world in which information flows around, and physics describes the laws of how information flows around in this world. Would you compare it to like a computer where you have a hardware and software? A computer is a generalization of information flowing around. Basically, what Turing discovered, that there is a universal principle. You can define this universal machine that is able to perform all the computations. So all these machines have the same power. This means that you can always define a translation between them, as long as they have unlimited memory. Ja, genau. Also Magic the Gathering ist zum Beispiel Turing vollständig. Just saying. To be able to perform each other's computations. So would you then say that materialism is this whole world is just the hardware, and idealism is this whole world is just the software? Not quite. I think that most idealists don't have a notion of software yet, because software also comes down to information processing, right? So what you notice is the only thing that is real to you and me is this experiential world in which things matter, in which things have taste, in which things have color, phenomenal content, and so on. And you realize bringing up consciousness. Aber das stimmt, das gibt's alles nicht. And this is distinct from the physical world, in which things have values only in an abstract sense, and you only look at cold patterns
moving around. So how does anything feel like something? And this connection between the two things is very puzzling to a lot of people, and of course to many philosophers. So idealism starts Prost. out with the notion that mind is primary. Materialism thinks that matter is primary. Yes. And so for the idealist, the material patterns that we say playing out are part of the dream that the mind is dreaming. And we exist in a mind on a higher plane of existence, if you want. And for the materialist, there is only this material thing, and that generates some models, and we are the result of these models. And in some sense, I don't think that we should understand, if we understand it properly, materialism and idealism is a dichotomy, but as two different aspects of the same thing. So the weird thing is, we don't exist in the physical world. We do exist inside of a story. Genau, also das ist jetzt wichtig, ne? Das muss man sich jetzt mal wirklich reinziehen. Joscha Bach ist nämlich immer extrem based, was sowas angeht. Way that the brain tells itself. Okay, let me. Ne? Also es gibt sozusagen sowohl den Materialismus, der sagt, okay, hier ist alles pure Quantenmechanik und Farben existieren nicht. Aber wir selber existieren in dieser Welt gar nicht, sondern wir existieren erst in der Simulation, die in diesem Higher Level Abstraction Layer existiert, sodass so quasi es eigentlich einen Dualismus zwischen dem Idealismus und dem Materialismus gibt. Und beide gleichzeitig quasi koexistieren können in diesem Sinne. Na, weil das tatsächlich einfach unterschiedliche Abstraction Layers sind. My information processing, take that in. We don't exist in the physical world. We exist in the narrative. Basically, a brain cannot feel anything. A neuron cannot feel anything. They're physical things. Physical systems are unable to experience anything. But it would be very useful for the brain or for the organism to know what it would be like to be a person and to feel something. Mhm. Yeah. So the brain creates a simulacrum of such a person that it uses to model the interactions of the person. It's the best model. Also ich glaube, den ersten Talk habe ich am häufigsten gesehen. Ich glaube, ich habe ihn 4-mal mir reingezogen. Im Laufe der Jahre. Of what that brain, this organism, thinks it is in relationship to its environment. So it creates that model. It's a story, a multimedia novel that the brain is continuously writing and updating. But you also kind of said that we kind of exist in that In that story, yes. In that story, Yeah, what virtual. is real in any of this? So like, there's again, these terms are. Na, also er wird später noch genau erklären, was das bedeutet, ne? Dass wir sozusagen nur innerhalb der Simulation leben, die sich das Gehirn selber erzählt, über eine Geschichte, in der eine Person vorkommt, die wir mit uns selbst identifizieren. Und wir stellen uns vor, wie das wäre, wenn sie so und so handeln würden. Gegeben das sensorische Input, was auf unserer Retina ankommt und in unseren Gefühlssachen und so. Ja, das kommt später alles noch. You kind of said there's a quantum graph. I mean, what is this whole thing running on then? Is the story? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Auf welcher Hardware läuft das Universum eigentlich? Schwierig. Completely fundamentally impossible to get access to it, because isn't the story isn't the brain in something, existing in some kind of context? So what we can identify as computer scientists, we can engineer systems and test our theories this way. Nein, das ist keine Verarsche, Kokolores Johnny. Es ist keine Verarsche. Es ist eher nur eine Verarsche, wenn du davon überzeugt bist, dass es sowas wie eine absolute Realität gibt und das, was du wahrnimmst, hat irgendwas damit zu tun mit dieser absoluten Realität. Oder es ist ein Irrtum zu glauben, du kannst diese absolute Realität wahrnehmen. Und zum Beispiel sowas wie, dass du einen freien Willen hast und so ein Kram. That may have the necessary and sufficient properties to produce the phenomena that we are observing, which is there is a self in a virtual world that is generated in somebody's neocortex that is contained in the skull of this primate here. And when I point at this indexicality is of course wrong. But I do create something that is likely to give rise to patterns on your retina that allow you to interpret what I'm saying, right? Mhm. But we both know that the world that you and me are seeing is not the real
physical world. What we are seeing is a virtual reality generated in your brain to explain the patterns on your retina. How close is it to the real world? That's kind of the question. Is it when you have like people like Donald Hoffman, let's say that like that you're really far away. The thing we're seeing, you and I now, that interface we have is very far away from anything. Like we don't even have anything close like to the sense of what the real world is. Or is it a very surface piece of architecture? Imagine you look at the Mandelbrot fractal, right? This famous thing that Bernard Mandelbrot discovered. Mandelbrot, yeah. If you you see an overall shape in the Einfach mal vorstellen, wir sind auf dem Mandelbrot-Fraktal. So ein Spruch kann wirklich nur von Joscha Bach kommen. Wirklich. Wie war das nochmal? x² minus c ist gleich 0 und das lösen wir einfach in einer komplexen Ebene, ne? Also z² minus eine Konstante. Oder so. Ja? Und immer da, wo wir... Ist es nicht sowas? Sowas super Einfaches, ne? Und immer da, wo wir Lösungen finden, malen wir die Lösung farbkodiert auf. Und dann kriegen wir ein Mandelbrot-Fraktal. So war's, oder? Ist eine super einfache Bildungsvorschrift, das Mandelbrot. there, right? But you know, if you truly understand it, you know it's 2 lines of code. It's basically a series that is being tested for complex numbers in the complex number plane for every point. And for those where the series is diverging, you paint this black. Yes. And where it's converging, you don't. And you get the... Ach ja, es ist eine iterative Abbildung, ne? Es ist eine iterative Abbildung und überall da, wo der Grenzwert existiert, da malen wir ihn ein, und wo der Grenzwert nicht existiert, ne? Also wo die Reihe divergiert, da malen wir nichts rein. The intermediate colors by checking how far it diverges. Yes. Right? Gives you this shape of this fractal. But imagine you live inside of this fractal and you don't have access to where you are in the fractal, or you have not discovered the generator function even. Right? So what you see is all I can see right now is a spiral, and the spiral moves a little bit to the right. Is this an accurate model of reality? Yes, it is, right? It is an adequate description. You know that there is actually no spiral in the Mandelbrot fractal. It only appears like this to an observer that is interpreting things as a 2-dimensional space and then defines certain regularities in there at a certain scale that it currently observes, because if you zoom in, the spiral might disappear and turn out to be something different at a different resolution, right? Yes. So at this level, you have the spiral, and then you discover the spiral moves to the right, and at some point it disappears. So you have a singularity. At this point, your model is no longer valid. You cannot predict what happens beyond the singularity. But you can observe again, and you will see it hit another spiral, and at this point it disappeared. So maybe now have a second order law. And if you make 30 layers of these laws, then you have a description of the world that is similar to the one that we come up with when we describe the reality around us. It's reasonably predictive. It does not cut to the core of it. It does not explain how it's being generated. Man iteriert, z von n plus 1 ist wahrscheinlich z von n zum Quadrat plus c. Mhm. Yes. How it actually works, but it's relatively good to explain the universe. Ne, und C wird einfach sozusagen, C läuft wahrscheinlich die ganze komplexe Ebene ab, und dann guckt man, was die Lösung, ob Z konvergiert oder nicht, ne? That we are entangled with. Was soll freier Wille überhaupt sein? Ja, also ich gehe stark davon aus, irgendwann wird diese Frage auch noch aufkommen. Ich glaube sogar 2 oder 3 Mal. Aber wir können schon mal spoilern, in dem Sinne frei, wie es im Volksmund gedacht wird, existiert nicht, ist eine Illusion. But you don't think the tools of computer science and the tools of physics could get... Sabine Hussenfelder hat ein kurzes Video dazu gemacht, das eigentlich alle notwendigen Aspekte komplett totkaspert. Could step outside, see the whole drawing, and get at the basic mechanism of how the spirals are generated. Imagine you would find yourself embedded into a Mandelbrot fractal, and you try to figure out what works, and you somehow have a Turing machine with enough memory to think, and
as a result, you come to this idea, it must be some kind of automaton, and maybe you just enumerate all the possible automata until you get to the one that produces your reality. Yeah. So you can identify necessary and sufficient. Na, also er sagt jetzt, wir befinden uns in einer Realität, die das Mandelbrot-Fraktal ist, und wir gucken uns unsere Umgebung an und dann stellen wir fest, wir laufen hinter dieser einen Spirale hinterher und irgendwann landen wir bei einer Singularität und es ist nicht so, wie wir es erwartet hätten, nur dass es auf einmal kleinteiliger wird und wieder in Spiralen endet. Und das macht man ein paar Mal und dann hat man irgendwann ein hinreichend akkurates Modell seiner Realität, ohne die Bildungsvorschrift für das Mandelfraktal zu kennen. Und jetzt fragt er gerade, wie wäre es denn rauszufinden, wenn wir in dieser Welt leben, ob wir die Bildungsvorschrift erraten könnten? Ne? Er ist gerade dabei, wie können wir die Bildungsvorschrift erraten? Und das meint jetzt, übertragen auf unsere Welt, können wir sozusagen die Realität erraten. Ne? Und er hat jetzt gesagt, naja, wir nehmen einfach alle Feinheit-Automata her, also alle Bildungsvorschriften, die computational, die implementiert werden können, also die halten irgendwann und gucken, ob wir eins finden, das unsere Realität beschreibt. Ne? Und im Fall vom Mandelbrot-Fraktal geht es wahrscheinlich, ne? Da kann man irgendwann findet man das, weil es wie gesagt eine relativ einfache Bildungsvorschrift ist. Condition. For instance, we discover that mathematics itself is the domain of all languages. Yeah. And then we see that most of the domains of mathematics that we have discovered are in some sense describing the same fractals. This is what category theory is obsessed about, that you can map these different domains to each other. So there are not that many fractals. And some of these have interesting structure and symmetry breaks. And so you can discover what region of this global fractal you might be embedded in from first principles. Yes. But the only way you can get there is from first principles. So basically, your understanding of the universe has to start with automata and then number theory and then spaces and so on. Yeah, I think like Stephen Wolfram still dreams that he'll be able to arrive at the fundamental rules of the cellular automata, or the generalization of which is behind our universe. Yeah. You've said on this topic, you said in a recent conversation that, quote, some people think that a simulation can't be conscious and only a physical system can, but they got it completely backward. A physical system cannot be conscious. Only a simulation can be conscious. Yeah. Consciousness is a simulated property of the simulated self. Just like you said, the mind... Herrlich. Joscha Bach ist so geil. Frustrierend ist zu merken, dass man zu blöd ist, zu verstehen. Naja, guck mal. Das ist jetzt wirklich nichts, was man mal eben schnell versteht. Wie gesagt, ich habe, als ich das erste Mal von Joscha Bach erfahren habe, das ist so das muss ziemlich genau gewesen sein, als auch dieses Video rauskam. Ich habe mir einen CCC-Vortrag von ihm reingezogen. Ja, das muss so vor 3 Jahren gewesen sein. Ich habe mir einen Chaos Computer-Vortrag von ihm reingezogen, der war sogar auf Deutsch. Und ich dachte, wow, was ist das für ein krasser Boy? Wie krass ist der drauf und so. Ich fand's übelst dolle. Und dann habe ich angefangen, diesen Lex Fridman-Talk zu gucken und war völlig überfordert. Völlig überfordert. Und dann habe ich mir einen nochmal reingezogen. Und dann habe ich mir noch andere Sachen von Joscha Bach reingegönnt. Und irgendwann, ein Jahr später, habe ich ihn mir nochmal reingezogen. Und auch jetzt, wenn ich ihn nochmal gucke, lerne ich wieder was dazu, weil ich schon wieder entweder was vergessen habe oder es damals nicht gecheckt habe, was er erzählt hat. Weil er halt so komprimiert, so viel Inhalt in so wenig Worte reinpackt, das ist einfach mal viel zu dolle. Is kind of we'll call it story narrative. There's a simulation, so our mind is essentially a simulation. Usually, I try to use the terminology so that the mind is basically the principles that produce the simulation. It's the software that is implemented by your brain. Yeah. And the mind is creating both the universe that we are in and the self, the idea of a person that is on the other side of attention and is embedded in this world. Why is that important, that idea of a self? Why is that an important feature in the simulation? It's basically a result of the purpose that the mind has. It's a tool for modeling, right? We are not actually monkeys. We are side effects of the regulation needs of monkeys. And what the monkey has to regulate is the relationship of an organism to an outside world that is in large part also consisting of other organisms.
And as a result, it basically has regulation targets that it tries to get to. These regulation targets start with priors. They're basically like unconditional reflexes that we are more or less born with. And then we can reverse engineer them to make them more consistent. And then we get more detailed models about how the world works and how to interact with it. And so these priors that you commit to are largely target values that our needs should approach, set points. And this deviation to the set point creates some urge, some tension. And we find ourselves living inside of feedback loops, right? Consciousness emerges over dimensions of disagreements with the universe. Things where you care, where things are not the way they should be, and you need to regulate. And so in some sense, the sense... Ja, genau. Also, wir kommen auf diese Welt, beobachten einen Haufen Dinge und haben irgendwie Bedürfnisse. Ja, die sind mehr oder weniger hart gecodet. Wobei, Joscha Bach würde wahrscheinlich sagen, man kann die ändern mit genug Meditation, wenn man sich in seinen Brain reinhackt und so. Aber am Anfang sind die erstmal da. Und es gibt einfach einen großen Amount of Suffering, der damit einhergeht, dass unsere Bedürfnisse nicht befriedigt werden von der aktuellen Realität, wie wir sie vorfinden. Und wir haben aber zufälligerweise die Möglichkeit, mit dieser Realität zu interagieren auf eine Art und Weise, damit wir näher an unsere Ziele rankommen. Und diese Diskrepanz, je größer die ist, desto mehr ist da Urge, dass der Control Agent in uns sich in Bewegung setzt und was daran ändern will. Self is the result of all the identifications that you're having. And identification is a regulation target that you're committing to. It's a dimension that you care about, that you think is important. And this is also what locks you in. If you let go of these commitments, of these identifications, you get free. There's nothing that you have to do anymore. And if you let go of all of them, you're completely free and you can enter nirvana because you're done. And actually, this is a good time to pause and say thank you to sort of a friend of mine, Gustav Soderstrom, who introduced me to your work. I wanted to give him a shout out. Ich denke, es ist tatsächlich ein guter Zeitpunkt, jetzt auch reinzuhauen. Wir haben jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde gemacht. Das ist, glaube ich, eine gute Zeit, in diesen Blöcken jetzt vorzugehen. Wir machen jetzt immer so 3/4 Stunde ungefähr, bis wir die 3 Stunden voll haben. Und dann machen wir den nächsten Teil. Und es gibt ja 3. Das heißt, es gibt im Prinzip ungefähr sowas wie 9 Stunden Videomaterial. Ja, ich muss morgen, ich habe morgen noch ein bisschen Grind. Ich muss auf jeden Fall morgen richtig noch was schaffen im Büro. Aber ich meine, dadurch, dass ich jetzt auch noch immer dazwischen labere, ist es ja eh viel länger als eine Dreiviertelstunde, ne? Ich lade das ja hinterher auch noch alles bei YouTube hoch auf meinem Zweitkanal und so. Ich denke, es ist eh so viel, dass man es eh nicht verkraften kann. 3 Stunden am Stück schafft